Ja? Fläche, die sind wahrscheinlich, Das musst du den Günther fragen. die haben den Vertrieb unter Wasser. So gemischt. Nein, fahren Günther, der weiß es. Aber der fotografiert das halt. Sollte ich mal aus dem Weg gehen. Was ist das denn, was ihr jetzt darin Geht raus. Guten Tag, komm mal her. Gehen wir mal Feuer. Zeig mal gerade, halt mal gerade hin. Altöle, Metalle etc. Emulsionen, Hydrauliköl von Balzwerken. Entnommen Kläranlage von. Was ist das? Öl. Mineralisches Öl. Tipo olio da macchina. Hier. Willst du mal Säure haben? Wir machen gleich eine Salpetersäure. Speriamo. Prendi un sacchetto, basta che vedi. Sieh zu, dass die Maschine läuft. Man sieht doch sowieso nicht. Lass ihn doch mal gucken, Peter. Das kostet Geld oder Ja, nicht? kann er dann nacharbeiten. Mein Nee, Gott, der macht das ist den aber nicht. klein. Der macht das in einer halben Stunde gleich wieder. Ja, da glaubst du doch. Lass den jungen Menschen das doch mal sehen, da kann er doch nur was lernen. Das ist so ein Umweltfrevel. Schmeiß jetzt die Reste hier hin. Pass auf, du kannst dann mit ihm meckern, wenn er die gleich nicht mitnimmt. Du kannst dann mit ihm meckern, wenn er die gleich nicht mitnimmt. Ja, und jetzt erklären wir mal, was das ist. Der macht da eine Suppe, macht er jetzt. Keine Ahnung, ich Ja, habe noch nie gesehen. ja, und jetzt Ja, Er ist doch noch nicht zu Ende. Kann ich mal berichten. Allora, 12 Ist immer wieder eine Faszination. Oder? Ich werde verrückt. Prendi una mezza dosina solo di bianchi grossi. No, vai dentro la macchina. Non solo qua. Eh? Non solo qua. Ce l'hai separati? Kannst du Marmor aushalten. Straßenbelag. Also du willst ja alles weg. So, selbst die Dämpfe sind jetzt schon ungiftig. No, aspetta. Ja, eben. Die sind ja auch nicht lebensmüde.
Almost finished. You are finished? No, almost. 7 minutes. Exactly. 7 minutes? Jetzt gleich musst du eine Probe nehmen. Ja, du guckst, jetzt musst du auch die Probe nehmen. Ne? Du musst gleich Probe nehmen. I'm gonna get Mach him das into the doch, aber der system. mit der Salpetersäure macht. Das ist der kalte Finger hast, kannst du ja rein. Prendere, machen Sie so. Kann man da irgendwas machen? Da hast du mal eine Idee für. Gianni sagt so, na, gibt es so eine Handy, so, gibt es so ein Apple oder so, jetzt so hier drauf. Wie so ein Wisch. So, ey, genau. Sieht ja nichts aus. Ja, ich kann. Ich kann den hier so Streifen. It's old. Now you explain that when the 7th minute is arrived, this material will be mixed with 300% of sand, a molecular tire, a dye color to mix and make any material for construction, industrial, artisanal, highway, and all those things. Before it loses temperature, we do all that process continuously. From the 7 minutes to up, the process. You can explain it to How can you maybe translate? You can speak over there, so Bevor das Material abkühlt, kann man es mit Sand in Verbindung bringen und mit Farbe und dadurch stockt die ganze Masse, kann man in Formen bringen, um Briketts oder Platten zu machen oder irgendwelche Belege für den Straßenbau. Also es ist nicht das Endprodukt selber, was interessant ist, sondern das, was man damit hinterher macht. rimangono là adesso, ormai è troppo tardi. Tu pensa al gelato che hai fatto per papà, la stessa cosa. Und die nächste Vorführung machen wir mit purer Salpeter. You don't like me anymore? Well, Und man sieht also, wo das Material vorher war, die Ursprungsmaterial, dreckiges Wasser, Altöl, Öl, nichts, keine Rückstände mehr an Plastikboden zu sehen. Es ist ganz klar und sauber. Ja, wer bist du denn? Selbst in diesem ehemals dreckigen Behälter. Also Altöl-Rückstände, Verfärbungen sind nicht mehr zu sehen, da wo das Material gegriffen hat, Das ist ein weder schlechter am Boden Mensch. noch am Boden. Ihr seid gute Menschen. good man. Good here and good here. Politically no good. The rest is all good. Do you like ice cream? Which flour? Banana, That's almond ice cream. chocolate. Alle Schokolade. What? Peter, kannst du uns etwas Salpetersäure bringen? 5, 6 Liter Pure? Is it contaminated? Bobo, gib mir mal bitte Feuer. What's the temperature of this? Now temperature is maximum. Sorry. Yeah. Giampaolo, scusa, ti chiede la temperatura del massimo adesso quant'è? Adesso è No, diglielo. circa 100. In inglese glielo devi dire. Okay, you tell them. Before it was about 540 Fahrenheit. When we cool it with water, it was about 110 Fahrenheit. Okay. Now it's 400 at the beginning. At the end, then we cool it up with water there, and it goes down to. Huh? Because I don't want to get the. I don't want to collapse it. Qua adesso è materia super nobile perché raga ha un'impermeabilità. Das ist Die Reaktionstemperatur geht los bei bis zu 400 Grad Fahrenheit. So wird die Wasser abgekühlt bis zu 100 Grad Fahrenheit. Da gibt es ungefähr 125 Grad Celsius bei der ganzen Reaktion. Entkühlen mit Wasser bis zu ungefähr 100 Grad oder 90 Grad. Und dann ist er nach 7,5 Minuten bis zu
12 Minuten ist der ganze Prozess beendet. Dann kann man es abkühlen lassen und die Konsistenz bleibt so. Oder gar nicht. No, ok, vasca da 5 euro. Dadurch wird das wieder ungültig neutralisiert, das Ganze. Und übrig bleibt die Masse. Und damit kannst du dann Steine, egal was machen. Das ist jetzt wieder das, was vor Urzeiten mal war. Ein Öl. Da war ja auch mal irgendwie Pflanzen, Knochen, Dinosaurier, alles mögliche. So, jetzt Öl, da war ja Altöl drin. Das erlegt das in die atomaren Strukturen. Hol mal gerade Zu dem, die was Flaschen. vorher mal war. Halt in die Kamera bitte. So ein Mischmasch aus Stein, Blätter, So, die ersten. So, halt sie fest. Halt sie fest. das ist jetzt nur so eine Substanz, die du weiterverwenden You wanna finish here, boy? Okay. kannst. Da kommt dann Okay, die nächste. Hey, wer bist du denn? Komm mal her. Ja, komm mal her. Moment. Der beißt. Sag mal, sag mal. Okay. Want to move the camera over here for a second? Ja. Ja. Weil der 32.000 Mark teurer war, genau wie der. Nur 32 Mark 1000. Un altro? Taglialo lì. Exakt, genau. Der fährt, da war man nicht so. Der macht locker voll Allora, fammi un altro consiglio. Eccolo qua. Guarda nel fondo, no. Das ist von der Rollmaschine. Das heißt, das ist Öl mit Wasser und Eisenabrieb. Zunder. Öl, Wasser, Zunder, Eisenabrieb Hier ist jetzt hier Salpetersäure. und Salpetersäure. Ja, okay. Okay. What is this? Salpeterextrakt. Saltpeter. Salpeter. Pure Salpetersäure. Cos'è? Apri. Benzina? No, no. Sollen wir eine Vorherprobe nehmen? Sollen wir davon eine Probe nehmen? Va bene Von quel dem bastone per Zusammenmix? mescolare? Sì, sì. Können wir machen, ja? Dammi il sacchetto. Okay. Holt ein Glas. Okay. Moment, Wait, Moment. wait. Ah, vogliono prenderlo? Ah, ja, okay. Stimmt, der hat nicht über den Finger gemacht. Ja, das, naja, ist so genau so. Okay. Perfekt da auch. No, no. Vedi un po', eh. Vai. Madonna, che calore. Acqua? Vieni qua e mischialo bene. Sì? Vai. Tengo un manco, Warte, da Glas in mir. Portalo sul fondo così raccogli tutto quello che ti fai. Un pochino di acqua, un pochino di acqua. Poca.
Manfred. Das ist trocknen weg hier, da kriegst du besser weg. Hier das nicht weggeschnitten. Anschließend locker reingefressen hat. Lass es. Und jetzt kommen wir weg. Ich hab die Mr. Holz, you got white shoes today? Ja, Hier auch. Explain him. Oh, da auch. The Eine volume, Buchse hat der auch hier. yeah, Der sieht the auch volume of the material during the cooking time will raise up to 9 times the volume. ja. And then if you mix it immediately with the structural material, there will be porosity, bubble of air, gas, that avoid the cold and the heat to penetrate for 21 hours. Meaning par 21 equals par 20, rating 21. 21 hours time to get cold through and hot out, or heat in and cold out. So that's basically the advantage of this material. Was kann man mit dem Rest machen? Can explain it. Da kannst du jetzt Baustoffe mitmachen. So, Da kann von während des Prozesses quillt die Masse auf, kannst du da was jetzt neunfache, Marmor von weil machen. Gas Und zwar hat der, entsteht pass mal auf, und der hat sich in Verbindung mit komm mal Wasser, hier, weil der nimmt auf. in Verbindung mit Wasser quillt die ganze Geschichte auf. Dauert 24 Stunden, um die wieder abzukühlen oder umgekehrt 24 Stunden abkühlen und wieder heiß zu machen. Das ist alles. Und geht dann wieder zurück auf eine Konsistenz von zu 1. Fai tira giù qua, vedi che non è consistente. Guarda l'orario. Can you look at the time, anybody? Nach fast 12. Basta, lascialo cucinare, poi lo fai di nuovo. Senza muoverlo, lascialo inclinato nella posizione. Another 5 minutes is ready. 5 minutes more. Hab ich den Handschuh gepackt, das ist er. Das ist aber Pech, wenn du da Hand so runterhaust, dann beißt du dich sofort in die Hand. Oh, guck mal, jetzt ist der auch. Was? Hart so? Nein. Bleibst du Jetzt im Moment nicht, aber wenn er verdunstet wird, dann Wenn verdunstet, dann wird es krümelig. Aber du kannst es mit Sand in Verbindung bringen, dann kannst du richtig Briketts ausmachen. Steine. Marmelade. Ja, das von dem Ausgangsmaterial. It's toxic. There is non-toxic material. It just moves a little. Explain it. When it doesn't react, that means that water looks like dirty, but it's water from the sky. It's clean. There is no toxic. Also das Stück Basaltstein, was jetzt da drin liegt, reagiert nicht, sprudelt nicht, weil es nicht giftige Substanz ist. Es ist Regenwasser, das ist verdrecktes Wasser, aber nicht giftig. And if it were toxic? Huh? If it were toxic? If the was toxic, would do the same thing. Also, ja, und bei einem toxischen Material reagiert es mit der dementsprechend heftigen Reaktion. See? That is the thermometer of life. When is pH regular, this will not react. When the pH is too low or too high, that will react and do the reaction that you see over there. Wenn der pH-Wert neutral ist, reagiert es nicht. Ist der pH-Wert höher als normal oder niedriger als normal, würde dieser Basaltstein reagieren, würde anfangen zu sprudeln, ähnlich wie hier in der Demonstration. You can call this one with a new name, like a biological thermostat. It will give you what is right for us to live in and what is wrong not to be close to. Er kann mit dem Basaltstein feststellen, welches Ausgangsmaterial er hat. Er braucht nur einen Basaltstein nehmen und ihn das Ausgangsmaterial reinschmeißen und kann also feststellen, ist es reaktionsfähig oder nicht, ist es pH-neutral oder nicht pH-neutral. Dazu braucht er einen einen Basaltstein. You can ask him, please, very please, not to misunderstand, because that is simple to explain. That was easy to do. It took 23 years to get to what we are. Es ist einfach zu erklären, aber die haben ungefähr
23 Jahre gebraucht, um das rauszubekommen. Dass es so funktioniert. Einfach zu erklären, aber um das rauszukriegen, hat es 23 Jahre gedauert, bis man es herausgefunden hat, dass es in dem Weg geht. Hanno la Vorsicht, wird heiß. reazione con gli altri, questa spenta, che non è troppo. Oh ja. Wollte man den gerade in die Tasche stecken. But it's not identifiable. It's a normal basaltic stone derived from that has been overeaten. That's it. Das Produkt, was rauskommt, ist nicht identifizierbar. In einem Atomspektrogramm kann man also nicht genau feststellen, was dabei raus ist, weil es alles zurückgeführt worden ist auf die Ursprungsmaterialien, woher alles gekommen ist. Altöl kommt aus Altbeständen der Erde und er führt genau das wieder dahin zurück. Also im besten Fall wird man nichts finden. Nichts finden, was toxologisch oder dekontaminiert ist. Oder kontaminiert ist. Das war vorher Salpetersäure. Wir haben hier hinten noch eine Kochspitze liegen. Das war vorher Salpetersäure, ne? Das war Salpetersäure mit Altöl. Salpetersäure mit Altöl. Schlamm, Metallschlamm von der Rollmaschine. As a medicine for osteoporosis. L'osteoporosi, sì. Right now, that is 99.2% calcium. No acid, no contamination, nothing. Das sollten wir vielleicht auch mal benutzen, oder? Das ist zu bis zu 99% Calcium. Keine Oxide, Gifte. calcium oxide. Calciumoxide, sorry. Keine Gifte, keine Kontaminierung mehr, nichts. Und wenn es austrocknet, wird es staubig, pulverig, keine Rückstände mehr auf der Hand zu sehen. Keine Reaktion auf der Handoberfläche, von der Salpetersäure nichts mehr zu sehen. What? How must, what way to do that in industrial way? How must you do? How must you show it? How must do it to do it in industrial way? You must have a big tank, a rolling tank. No, tank. It doesn't have to be a rolling tank. It can be a swimming pool type, or it can be a cart from a truck. And you mix it in. If it's a bigger, you just need some wrist like this moving with the mixer, and then the scooper with the belt that bring it into the mixer with the sand and everything else. It's a very simple material, already existing. There is no need of building anything new. The only thing that we have to create ourselves from the nature, from the mountain. We take the rock, we crush it, we cook it, we do the injection of the oxide that we do, and then we're ready for that. But you have a great company, you have more than 1,000 tons a week. Must integrate it with your product. We can do in an area that is enough space around 25,000 tons in an hour with 3 containers. With 3 containers. Yeah, big. About How you must 8,000 mix tons. it, unless it's a rolling Yeah, container. you just do, because underneath what you do, you put a serpentine to get the heat out, and by water, the steam, you condense it, and you use that because you don't want to waste water. Keep recycling and using it. So the more product there is, the less is the cost. Labor, mixing. We can do in a matter of 14 minutes, we can do 25,000 tons ready mix. Then the extrusion will be made with machines that have enough capacity to hold that. Because you don't make only small things, you can make block or facial arbor. You know, the port for yachts and commercial port, you just put down the block. They are 4 meter by 4 meter by 4. And you put them down all together to build up arbor. It's economic, it's useful, not waste, it's hygroscopic, very little, and it's much less than cement.
the fauna of the sea, like crab, porcupine, they won't attach themselves with that because it's too shiny. So they slide down, so there's no corrosion. And the only reason why you have corrosion into the sea is because the Portland cement is highly hygroscopic, it's got much porosity, and they attach themselves to that, and then they corrode. So this is always nice looking. The way it goes down the first day, you won't change. Algae do not attach to that because the pH is neutral. Yeah. So after some time, maybe in 20 years, we'll get some contamination on the side, and then we'll start growing on top of it. I can guarantee a million years of product to be new. Even a Mercedes gets that. Danke. Bleibt so, die Konsistenz bleibt so. Oder bei Zugabe von Wasser wird es halt flüssiger, bis es ganz flüssig ist, dass man das ins Grundwasser eingeben kann, weil es ist ungefährlich. Oder man mixt es mit Sand, Farbe und anderen Materialien. Das hier war jetzt die Suppe mit den Raselstein-Aromaten, ja? Ja, richtig. Gut. Die ist dunkler in der Die ist dunkler, ja. So, und hier das war jetzt... das mit der Salpetersäure. Das war Salpetersäure und mit Wasser. Aus der Rollmaschine. Und Abfälle aus der Rollmaschine. Also aus der ja. Ne? Aber hauptsächlich Salpetersäure und die Konsistenz ist heller. Ja? Fläche, die sind wir wahrscheinlich, Das musst du den Güter fragen. die haben den Vertrieb Nein, fahren Güter, der weiß. Aber der fotografiert das gar nicht. Sollte ich mal aus dem Weg gehen. Was ist das denn, was ihr jetzt sagen? Geht raus. Guten Tag, komm her. Die mal Feuer. Ja, wir. Zeig mal gerade, halt mal hin. Altöle, Metalle etc. Emulsionen, Hydrauliköl von Walzwerken. Entnommen Kläranlage von... Was ist das? Öl. Mineralisches Öl. Tipo olio da macchina. Hier. Säure haben? Wir machen gleich einen mit Salpetersäure. Mescoliamo? Prendi un sacchetto, basta vedere. Sieht zu, dass die Maschine läuft. Das sieht doch sowieso nicht. Lass ihn doch mal gucken, Peter. Das kostet Geld oder Ja, nicht? kann er gleich nacharbeiten. Nein, Der das macht ist aber klein. Der macht das in einer halben Stunde gleich mit. Ja, da glaubst du. Wenn er Was so für jung junge ist, Menschen das mal sehen, da kann er doch nur was lernen. so ein Umweltrecht. Ich schmeiß jetzt Zigarette hier hin. Pass mal auf, du kannst dann mit ihm meckern, wenn er die gleich nicht mitnimmt. Du kannst dann mit ihm meckern, wenn er die gleich nicht mitnimmt.
Jetzt reagieren wir mal. Der macht da eine Suppe, macht er jetzt. Ja, und jetzt Also noch nicht zu Ende. Allora, 12 Mesco io. Das ist immer wieder eine Faszination. Oder? Ich werde verrückt. Prendi una mezza dosina solo di bianchi grossi. No, vai dentro la macchina. Ne ho solo qua. Eh? Ne ho solo qua. Ce l'hai separati? Kannst du Marmor Maßbedarf. Also das ist ja alles sehr kompliziert. So, selbst die Dämpfe sind jetzt schon ungiftig. No, stai. Ja, eben. Die sind ja auch nicht lebensmüde. Du musst gleich einen Computer noch Almost machen, finished. aber da dran. You are finished? No, almost. 7 minutes will take. 7 minutes? gleich musst du eine Probe nehmen. Ja, du guckst, ich muss auch die Probe nehmen. Ne? Du musst gleich Probe nehmen. I'm gonna get Mach him das into the doch, aber system. damit der seine Bittersäure macht. Das wird mir der kalte Finger hat, kommt er ja rein. Prende le barbe di sotto. Aber kann man da irgendwas machen? Da hast du noch eine Idee für. Gianni sagt so, na, gibt es so eine Handy, so, gibt so ein Apple oder so, jetzt so hier drauf. So, ja, genau. Sieht ja nichts aus. Ja, ich kann nicht. Ich kann mir hier so Sprachen schreiben. It's old. Now you explain that when the 7th minute is arrived, this material will be mixed with 300% of sand, a molecular tire, a dye color to mix and make any material for construction, industrial, artisanal, highway, and all those things. Before it loses the temperature, we do all that process continuously, immediately. From the 7 minute to up is the process. You can explain it to Horst, him. can you Maybe translate? You can speak over there so you Bevor das Material abkühlt, kann man es mit Sand in Verbindung bringen und mit Farbe und dadurch gestockt die ganze Masse, kann man die Formen bringen, um Briketts oder Platten zu machen oder irgendwelche Belege für den Straßenbau. Also es ist nicht das Endprodukt selber, was interessant ist, sondern das, was man damit hinterher macht. quelli rimangono là, adesso ormai è troppo tardi. Tu
pensa al gelato che hai fatto per papà, la stessa cosa. Und die nächste Vorführung machen wir mit purer You don't Salpetersäure. like me anymore? Well, Appunto farlo così. È molto più difficile. Und man sieht also, wo das Material vorher war, die Ursprungsmaterial, dreckiges Wasser, Altöl, Öl, nichts, keine Rückstände mehr am Plastikboden zu sehen. Es ist ganz klar und sauber, Ja, wer bist du denn? selbst in diesem ehemals dreckigen Behälter. Also Altölrückstände, Verfärbungen sind nicht mehr zu sehen, da wo das Material gegriffen hat, Das ist ein weder am schlechter Boden noch am Mann. Rand. Ihr seid gute Menschen. good man. Good here and good here. Politically no good. The rest is all good. Do you like ice cream? Which flour? Banana, That's almond ice cream. chocolate. What? Peter, kannst du uns etwas Salpetersäure bringen? 5, 6 Literchen? Ja. Is it contaminated? Bobo, gib mir mal bitte Feuer. What's the temperature of this? Now temperature is maximum. Sorry. Yeah. Giampaolo, scusa, chiede la temperatura del massimo adesso quant'è? Adesso è No, dimmelo. circa 100. In inglese lo devi dire. Okay, you tell him. Before it was about 540 Fahrenheit. And we cool it with what? About 110 Fahrenheit. Okay. Now it's 400. Yeah. At the beginning. At the end, as it can. Then we cool it up with the water from the air, and it goes down to. Huh? Because I don't want to get No, qua adesso è materia super nobile perché raga ha un'impermeabilità. Die Reaktionstemperatur geht los bei bis zu 400 Grad Fahrenheit und wird durch Zugabe von Wasser abgekühlt bis zu 100 Grad Fahrenheit. Der gibt ungefähr 125 Grad Celsius bei der ganzen Reaktionsgeschichte. Wird gekühlt mit Wasser bis zu 190, ungefähr 100 Grad oder 90 Grad. Und dann ist er nach 7,5 Minuten bis zu 12 Minuten ist der ganze Prozess beendet. Dann kann man es abkühlen lassen und die Konsistenz bleibt so. Oder gar nicht. Centimetri. No, ok, vasche da 5 euro. Und damit kannst du dann Steine aus eigener Arbeit machen. Das ist jetzt wieder das, was du vor Urzeiten mal war. Ein Öl, da war ja auch mal irgendwie Pflanzen, Knochen, Dinosaurier, alles mögliche. Jetzt erlebt das Öl, da war ja Altöl drin. Das erlebt das die atomaren Strukturen. Hol mal gerade die Flaschen. Halt in die Kamera bitte. Und nicht nur Stein, So, die ersten. So, halt sie fest. Halt sie fest. Das ist jetzt hier so ein Zeug für die Weiterverwendung. Okay, you wanna get everybody? Okay. Okay, die nächste. Moment. Moment. Der beißt. Warte mal, warte mal. Vedi chi mette dentro. Fa vedere quando metti dentro. Okay. Want to move the camera over here for a second? Ja. Ja. Bei den 32.000 Mark teurer war genau wie der, nur 32 Mark aus. Un altro? Taglialo lì. Quanti gradi era adesso? 120.
Aspetta che finisca la tecnica, allora. Facciamo un altro contenitore qua. Eccolo qua. Guarda nel fondo, no. Sì. Abbiamo un altro pacco qua? Sì. Quello non iniziato? Sì. Facciamo altre cose adesso? Sì. Tiriamo via questo. In irgendeiner Form. Ob du da vorher reinfindest, ob du da Kohle reinfindest. Kannst auch Regenwasser nehmen. Ist egal. Ist nicht so gut. Habe ich schon mal was rausgeholt. Was? Moment. Und es ist fest, ne? Ja. Ja. So, wenn die Feuchtigkeit raus ist, wird es Pulver. So, und an dem Stück sieht man, welche Oberflächenstruktur das bekommt. Wenn er klar, also sehr glänzend, sehr glatt. Aha. So, wenn es total austrocknet, 2,500,000 years reduced in 7 minutes. That's what it takes to degrade that material. 2,500,000 years. Explain it. Okay. Degradation time 2,500,000 circa plus. Our system 7 minutes is done. Also das, was die Erdgeschichte in 250 Millionen Jahre vollbracht, haben wir jetzt zurückgemacht in 7 Minuten. Das ist auf der einen Seite eine Reise in die Zeit zurück, weil es ist wieder das Produkt, was es vor 2,5 Millionen Jahren war. Wird aber die Zukunft werden, was die Müllbeseitigung anbetrifft, schätze ich. Giftig, nicht giftig, das ist ganz egal. Danach kann man wieder was damit anfangen. Was hast du da? Ja, das ist von der Rollmaschine. Das ist Öl mit Wasser und Eisenabrieb. Öl, Wasser, Zunder, Eisenabrieb Und hier ist jetzt hier Salpetersäure. und Salpetersäure. Ja, okay. Okay. What is this? Salpeterextrakt. Salted. Salpeter. Pure Salpetersäure. Cos'è? Ah, benzina? No. Sollen wir eine Vorherprobe nehmen? Sollen wir davon eine Probe nehmen? Va bene quel Von dem bastone per Zusammenmix? mescolare? Sì, sì. Können wir machen, ja? Dammi il secchietto. Okay. Holt ein Glas. Moment, warte einen Moment. Ah, vogliono prendere? Ah, ja, okay. Schippt ihr nicht über den Finger. Ja, naja, so genau so. Okay. No, no. Vedi un po', Ecco lui. Vai. Madonna, che calore. Acqua. Vieni qua e mischialo bene. Sì? Vai. No. Tengo in manco, man. Portalo sul fondo così raccogli tutto quello che si fa. Un pochino di acqua, un pochino di acqua, poca. Lass es trocknen weg hier, dann kriegst du besser weg. Hier das Licht weg. Anschließend locker reingefressen. Das ist Glas Und jetzt kommen wir weg. Mr. Halls, you got white shoes today? Ja. Explain him.
Da auch. The Hier auch volume, eine Buchse hat er auch hier. yeah, the volume of the material during the cooking time will raise up to 9 times the volume. Ja. And then if you mix it immediately with construction material, there will be porosity, bubble of air, gas, that avoid the cold and the heat to penetrate for 21 hours. Meaning R 21 equals R 20, rating 21. 21 hours time to get cold through and hot out, or heat in and cold out. So that's basically the advantage of this material. Was kann man mit dem Rest machen? Can explain it Da further? kannst du jetzt Baustoffe mitmachen. Da kann von Während des Prozesses quillt die Masse auf um das Neunfache, Marmor von weil machen. Gas Mach entsteht pass mal auf. und Der hat sich in Verbindung mit Wasser, hier, weil der nimmt auf. in Verbindung mit Wasser quillt die ganze Geschichte auf. Dauert 24 Stunden, um die wieder abzukühlen oder umgekehrt 24 Stunden abkühlen und wieder heiß zu machen. Das ist alles und geht dann wieder zurück auf eine Konsistenz von 2:1. Però non andare a rubare niente in giro adesso, solo fai tira giù qua, vedi che non è consistente. Perfetto. Guarda l'orario, can you look at the time anybody? Nach fast 12. Basta, lascialo cucinare, poi lo fai di nuovo, senza muoverlo, lascialo inclinato nella posizione. Another 5 minutes is ready. 5 minutes more. Wenn du da Hand so da weißt du sofort in der Hand. Oh, guck mal, jetzt ist der auch. Was? Nein. Bleibst du jetzt im Moment nicht, aber wenn er verdunstet wird, dann Wenn verdunstet, da wird es krümelig. Aber du kannst es mit Sand in Verbindung bringen, du kannst richtig Briketts ausmachen. Mit Steinen. Marmelade. Ja, das von Marmelade. Von dem Ausgangsmaterial. Remember the difference. The acid solution and everything is light gray. Ja. Light gray is the acid. Komm mal her. Also ich bin so wütend, dass wir die ganze Runde. No, ma quello quando si secca dopo Perché sennò pensano che sei andato a tradire tua moglie. no problem. Nix toxic. There is non-toxic material. It just moves aluminum. Explaining. When it doesn't react, that means that water looks like dirty, but it's water from the sky. It's clean. There is no toxic. Aha. Also das Stück Basaltstein, was jetzt da drin liegt, reagiert nicht, sprudelt nicht, weil es nicht giftige Substanz ist. Es ist Regenwasser, das ist verdrecktes Wasser, aber nicht giftig. And if it were toxic? Huh? If it were toxic? If it was toxic, would do the same thing. Also, ja, und bei einem toxischen Material reagiert es mit der dementsprechend heftigen Reaktion. See? That is the thermometer of life. When is pH regular, this will not react. When the pH is too low or too high, that will react and do the reaction that you see already. Okay? Wenn der pH-Wert neutral ist, reagiert es nicht. Ist der pH-Wert höher als normal oder niedriger als normal, würde dieser Basaltstein reagieren, würde anfangen zu sprudeln, ähnlich wie hier in der Demonstration. You can call this one with a new name, like a biological thermostat. It will give you what is right for us to live in and what is wrong not to be close to. Kann mit dem Basaltstein feststellen, welches Ausgangsmaterial er hat. Er braucht nur einen Basaltstein nehmen und ihn das Ausgangsmaterial reinschmeißen und kann also feststellen, ist es reaktionsfähig oder nicht, ist es pH-neutral oder nicht pH-neutral. Dazu braucht er einen Basaltstein. You can ask him, please
very pleased. Not to misunderstand, because that is simple to explain. That was easy to do. It took 23 years to get to what we are. Okay. Es ist einfach zu erklären, aber die haben ungefähr 23 Jahre gebraucht, um das rauszubekommen. Dass es so funktioniert. Einfach zu erklären, aber um das rauszukriegen, hat es 23 Jahre gedauert, bis man es rausgefunden hat, dass es in dem Weg geht. Vorsicht, wird heiß. Jetzt spenta. Oh ja. Wollte man den gerade in der Tasche stehen. It is not identifiable. It's a normal basaltic stone derived from that has been overrated. That's it. Das Produkt, was rauskommt, ist nicht identifizierbar. In einem Atomspektrogramm kann man also nicht genau feststellen, was dabei raus ist, weil es alles zurückgeführt worden ist auf die Ursprungsmaterialien, woher es alles gekommen ist. Altöl kommt aus Altbeständen der Erde und er führt genau das wieder dahin zurück. Also im bestenfalls wird man nichts finden. Nichts finden, was toxologisch oder dekontaminiert ist. Oder kontaminiert ist. Das war vorher Salpetersäure. Und Öl. Wir haben hier hinten noch eine Bruchstücke Das war vorher Salpetersäure, ne? Das war Salpetersäure mit Altöl. Salpetersäure mit Altöl. Schlamm, Metallschlamm von der Rollmaschine. Das wird ein Pulver. Huh? That can be sold as a medicine for osteoporosis. Osteoporosis, sì. Right now, that is 99.2% calcium. No acid, no contamination, nothing. Das sollten wir vielleicht auch mal benutzen, oder? Das ist bis zu 99% Calcium. Keine Oxide, Gifte. calcium oxide. Calciumoxid, sorry. Keine Gifte, keine Kontaminierung mehr, nichts. Und wenn es austrocknet, wird es staubig, pulverig, keine Rückstände mehr auf der Hand zu sehen. Keine Reaktion auf der Handoberfläche, von der Salpetersäure nichts mehr zu sehen. What? How must, what's the way to do that in industrial way? How must you do? How must you show it? How must you do it to do it in industrial way? You must have a big tank, a rolling tank. No tank. It doesn't have to be a rolling tank. It can be a swimming pool type, or it can be a cart from a truck. And you mix it in. If it's a bigger, you just need some wrist like this moving with the mixer, and then the scooper with the belt that bring it into the mixer with the sand and everything else. It's a very simple material, already existing. There is no need of building anything new. The only thing that we have to create ourselves from the nature, from the mountain. We take the rock, we crush it, we cook it. We do the injection of the oxide that we do, and then we're ready for that. But you have the company, you have more than 1,000 tons per week. You must degrade it with your product. We can do in an area that is enough space around 25,000 tons in an hour with 3 containers. With 3 containers. Yeah, big. About You must 8,000. mix it. You must have a rolling Yeah, container. you just do, because underneath what you do, you put a serpentine to get the heat out, and by water, the steam, you condense it, and you use that because you don't want to waste water. Keep recycling and use it. So the more product there is, the less is the cost. Labor, mixing. We can do in a matter of 14 minutes,
we can do 25,000 tons ready mix. Then the extrusion will be made with machine that they have enough capacity to hold up. Because you don't make only simple things, you can make block for artificial harbor. You know, the port for yachts and commercial port, you just put down the block. They are 4 meter by 4 meter by 4. And you put them down all together to build up harbor. It's economic, it's useful, not a waste. It's hygroscopic, very little, and it's much less than cement. The fauna of the sea, like crab, porcupine, they won't attach themselves with it because it's too shiny. So they slide down, so there's no corrosion. And the only reason why you have corrosion into the sea is because the Portland cement is highly hygroscopic, it's got much porosity, and they attach themselves to that, and then they corrode. So this is always nice looking. The way it goes down the first day, you won't change. Algae do not attach to that because the pH is neutral. Yeah. So after some time, maybe in 20 years, you know, we'll get some contamination on the side, and then we'll start growing on top of it. I can guarantee a million years of product to be new. Even a Mercedes gets that. Okay. Danke. Bleibt so, die Konsistenz bleibt so, oder bei Zugabe von Wasser wird es halt flüssiger, bis es ganz flüssig ist, dass man das ins Grundwasser eingeben kann, weil es ist ungefährlich. Oder man mixt es mit Sand, Farbe und anderen Materialien. Das hier war jetzt die Suppe mit den Raselstein-Aromaten, ja? Ja, richtig. Gut. Die ist dunkler in der Die ist dunkler, ja. So, und hier das war jetzt... das mit der Salpetersäure. Das war Salpetersäure und mit Wasser. Aus der Rollmaschine. Und Abfälle aus der Rollmaschine. Also aus der, ja. Ne? Aber hauptsächlich Salpetersäure und die Konsistenz ist heller. That I need an assistant, so I take you away. Ja, Du jetzt. sollst deinem Vater sagen, er braucht einen Assistenten und er nimmt dich mit. Okay? Take a bite of that. Nur dein Englisch muss ein bisschen besser werden. Good. Okay. Good tree, good fruit. We're ready. So, die Frage war, warum der Plastikbehälter nicht angegriffen wird oder warum er nicht anfängt selber zu schmelzen, weil die Reaktionstemperatur so bei 125 Grad liegt. Der Grund ist, sagt er, dass die Reaktionstemperatur in den ersten 4 Sekunden von kalt zu heiß, von heiß zu kalt geht und wird. Und durch das Mixverfahren diese Reaktionstemperatur sich verteilt auf eine bestimmte Fläche auf diesem Plastikboden. Würde man, und ein wichtiger ein wichtiger Grund ist auch noch, das Plastik ist nicht kontaminiert oder auch nicht toxisch. Würde das Plastik toxisch sein oder kontaminiert sein, würde sich das Basaltstoff in eine reaktionsfähige Masse mit diesem toxischen Material verbinden und dann würde es natürlich ein Loch reinbrennen. Würde man es nicht mixen, würde es genauso gehen, es würde eben ein Loch reinbrennen, weil durch das Mixen verteilt sich eben das heiße Ganze auf dieser großen Fläche an den Wänden oder auf dem Boden. Würde man, wie gesagt, das nicht mixen, würde man also auch ein Loch reinbrennen. Bei 125 Grad in den ersten 4 Sekunden wird es sofort. Ich kann mir vorstellen, das Ganze in einem Metallbehälter wäre natürlich noch viel unproblematischer. Ja. Same thing in the metal. Yeah. If the metal has got oxide, it excavate all the oxide, make it shiny, and you have, instead of having a piece of metal like it was before, you have a sculpture, because all the oxide comes out. Yeah. Aluminum, steel, copper, anything, until the purity arrives. If you have waste, how grade or how to what inches you must be graded or scratches or Grinded. Grinded, yeah. For the fastest time, 7 minutes, it's got to be 3 millimeter or smaller. 3 or smaller. Yes. Always. Yes. If it's the panettone, the big hill of a deposit of garbage that we can do by penetration, it doesn't have to be grinded. But the time of treatment
goes from 30 days to 90 days and sometimes 120 days. Okay, let me translate. Yeah. Ich habe ihn gefragt, wie groß die Bruchstücke sein müssen, wenn man zum Beispiel normalen Hausmüll nimmt. Oder anderen Müll, den man also den Ursprung nicht herkennt. Also bis zu 3 mm muss der geschreddert werden, um diese Reaktion hervorzurufen, um dieses wieder rauszubekommen. Es sei denn, man nimmt große Deponien. In großen Deponien kann man das Gleiche machen, mit demselben Verfahren, nur dann ist die Reaktionszeit 30 bis 90 Tage. Bei großen Deponien würde man oben in die Deponie ein großes Loch bohren. How deep must be the hole in the deponie? Now it can go down to about 120 meters to the fall, to the waterfall. Okay, man kann es runter bis zu 120 Meter machen, bis zum Grundwasser. But And wide, 1,50 Meter, 2 meters? to about 150 meters. No, wide. Oh, wide can be 300-400 meters. No. The hole, you must pull a hole inside the Oh, deponie. it's only about 750 millimeters. It's about this. And just put in as a probing, you fill up with reagent, and then with cannon you spray water on top to cool off, and it penetrates, and the penetration is 30 to 90 days. In some cases up to 120 days. It will go down to the whole mountain until to the level. This is the mountain, this is the level of the outside. All the contaminated area around up to 100 meters will be clear. Only if there is toxicity. If it's non-toxic, non-contaminated, it goes down to the point of finding toxicity. The metal, if it's oxide, it will go and detoxify. If it's not, it stops. When the temperature slow down of over 20 degrees, that means there is no more toxic underneath. So underground, top of the ground, everything is a fossil. Only at that point the temperature will slow down to maybe 100, and then 90, and then normal temperature, room temperature. What about the big barrel you have inside the faucet? Maybe a car? The big barrel or a car or a truck or a tank, if it's oxide and it's got holes, we penetrate the whole thing. If it's closed, we encapsulate it automatically. There will be a calcium oxide wall around of close to maybe 30 centimeters build up. Yes. And that's like a shell. And they will never be touched. It will remain like will remain like a berry eggs. One egg is got the inside and the calcium outside, and that's protected. That is only for mountain, whole mountain of garbage. Okay, you can't create that situation, only if you want to make it artificial. The resolution of the whole problem is that you will have not only to eliminate the garbage, but usually with all the rain there was contamination and percolation of toxic into the waterfall. So that one, until it's totally clean and detoxified, the reaction will continue. After that, the temperature will start cooling down, and we know we got a clean area, including the water basin. That's about it. Okay, thanks. Okay? Horst, war mal, wo diese Verfahren schon, werden die schon irgendwo angewandt? The next question is the method. In which countries they use Metal? your method Yeah. to degrade waste? You have countries that use it. Wait a minute. As a public use, Und da oben the auch. patent start in April. So we have not done it Warte, now. schnell ein. What was before, it doesn't matter. It's not. Okay. This is new patent to be used for human use. Yes. That's begin the 30th of April of this year, and now it's in use. We have contract, but we have not done big work ready. We have done the beginning of Venice, but we have not finished the work because they are putting the money aside, the government. So in reality, it's You a say new. what you say over Japan Huh? yesterday. You What? say anything over Japan, what you say? Yeah, but the fact is that it's not yet finished, so there is no final result.
We have been approved in 284 countries, but there is not yet finished the work. Cartman, translate. Also, die Öffentlichkeitsarbeit mit dem Patent fängt an im April diesen Jahres. Und angefangen hatte die ganze Geschichte in Italien und jetzt in Europa dies in der Öffentlichkeit verbreiten und Rest der Welt. Das heißt also, es sind noch keine Resultate da, wo man sagen könnte, man könnte da hinfahren und sich das ansehen, wo damit gearbeitet wird. Alles, was bevor gemacht worden ist oder davor gemacht worden ist, ist in Labors gemacht worden und in Testreihen gemacht worden. Und diese Berichte, Labor- und Analysen, Testreihen liegen bei Giampaolo Ragazzani in Bologna. Okay, Right? thanks. Yeah, that's good. Wer will was trinken jetzt? so- Warte mal im Moment. No, it's okay. No, but, any other question that I can answer you? Nehmen, was ihr wollt. The approval has been given by all the 284 states of the free world. They accepted, they've seen, they had the test, they've done what you're doing now, and they went through the whole thing. Now the commercial aspect is, we start in Europe. We want to do it possibly from Germany or from Austria, and cover all Europe, the East, Russia, the Far East, China, Japan, and so on. And then go to United States and do Canada, South America, and then Australia, part of Japan, the industrial part of Japan, and all the island surrounding the closing part of the South Indian Ocean. That's about it. After this, we have done it. The patent originally was Italian patent, then was registered all over the world, and then it became method international industrial patent all over the world. It's renewed every 5 years up to 99 years, and then recycled for the total of the duration is forever. Anyone who would apply anything under that have to pay the royalty to us. But where's also I went? Now you gotta get him to translate that. Hast du das verstanden? Zum Teil. Sometime. Zum Teil. Zum Well, Teil. he's got it in record. Anybody who has a new idea that can fill on the bottom, on the top, or on the handle has to pay royalty to us, because this is our method. It's a new method that cannot be imitated, and there is nothing similar to that. So, and we keep it that way. We give him all the information because those information are important to him, but also he cannot use that information against me because they are protected very well. And that's why we are so confident, beside the fact that he's your friend, this is a particular case, but we are confident to give out and show everybody what we're doing because it cannot be imitated. I even told him what it is. It is basaltic product. Now we treat it and we make something else out of that. Das Patent ist in Italien eingereicht worden und ist registriert in 184 countries. 184 countries. 184 Ländern in der Erde, auf der Welt. Und wird jede 5 Jahre nochmal wieder neu registriert und eingetragen. Und die wichtigen Persönlichkeiten, die bis jetzt damit zu tun gehabt haben, sind wir offen dafür, dies alles zu geben und Informationen zu geben, weil in dem Patent wird eine Methode beschrieben, aber die Methode wird nur darauf angewandt, wie man es machen kann und womit. Womit und welche Inhaltsstoffe da drin sind, kann also nicht analysiert werden, um dann gegen ihn verwendet zu werden, weil einer könnte jetzt auf die Idee kommen, sagen, wir nehmen das gleiche Material oder ähnliches und versuchen das auch so. Geht nicht, weil die Zusammensetzung und die Handhabung des Ganzen ist eben das, was das Patent ausmacht. Und als Plattform zum Starten der ganzen Angelegenheit hat er Europa ausgeguckt, also speziell Österreich, Deutschland, und geht dann weiter in die nächsten Staaten, in die Ostblockstaaten rüber, nach Kanada, nach USA und dann weiter rüber nach Japan. So ist die Zukunftsprognose dessen, was daraus gemacht werden könnte. Okay, I have something to clear up over here because it's important. My reasoning of being
trying to start this whole thing in Germany is because of the upgraded industry of German and the character of German people. I can show my vulnerability to the German industrial because the vulnerability that is not up to a limit of dangers. If I can build a trust with an industry in Germany, I will have no problem to have a good cooperation. Nobody can go off the line and we travel in one direction, and that can be done all over the world. I can have technological help from technician in Germany very easy. Anywhere else is difficult to have them adapted to a new science. This is a new science, it's not something that has been done before. So, I rather have people with open mind, and then, being that I don't want to live forever, and I may not live forever, I want to be able to have something for posterity that is done properly, not make it simple, not simplify, not economize. What you see is what you got. It's good enough to go for a long time. Not to be misunderstood, the simplicity of how it looks now has been done on purpose to render economic feasible the cost of it. We diminish the cost by render it simple, but it's not as simple as it looked. It was more difficult before and more expensive. We did put much time and effort and cost toward the fact of keep it very simple to the level that people can work this system very easy. The technochemical behind that is the job that we're going to do eventually together. But the process can be done from any person that has got some brain not to get hurt and work properly in the condition that they are explained are for. Nothing else is one idea that can be implied in Germany or in Austria to do the expansion. But not necessarily that condition and not limited to that. Only if I'm lucky enough to find some people that can cooperate with me in a proper fashion, as a man-to-man, or as a company-to-company, or whatever else there is that is suggestible, that is not better for you or better for me. It is equal to everybody. And that's about it. Ich versuche eine Zusammenfassung zu bringen. Ich starte also in Deutschland, weil in Deutschland die Industrie offen für solche Geschichten ist und die Möglichkeiten hat, dies zu erkennen, was an Potenzial dahinter steckt. Und deswegen hat er sich als Plattform Deutschland und Europa ausgeguckt. Und man soll es also nicht verwechseln. Das, was wir gesehen haben, ist eine ziemlich einfache Sache. Dies zu entwickeln, hat aber sehr viel Arbeit und Geld gekostet, um es einfach zu machen. Die Handhabung einfach zu machen, hat sehr viel Schweiß und Arbeit gekostet, um dazu zu setzen, und viel Geld. Aber Zielsetzung war, dass diese Methode eine einfache Methode wird, damit es hinterher einfach gehandhabt werden kann. Je einfacher eine Methode hinterher gehandhabt werden kann, umso einfacher ist es auch anschließend ökonomisch zu vertreten. Und der Sinn und Zweck der ganzen Sache war, dies in einen ökonomischen Bereich zu bringen, der wesentlich ökonomischer ist als die heutige Beseitigung von Müll oder Behandlung von Müll.